So, fertig würde ich sagen. Ja, seit 2 Wochen tun wir den ganzen Tag nichts anderes als auszuschmücken. Das wird sicherlich noch 1, 2 Wochen dauern. Muss auch alles angeschlossen und verkabelt werden. Geht voran. Damit herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Diese Folge, wie gesagt, Ausschmückung, eigentlich unser größtes Thema. Weil wir müssen wirklich aufpassen, dass wir mit den Autos nicht irgendwo gegenfahren und dass am Ende alles passt. Hier ist mal ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis fertig geworden. Es sind insgesamt fast 2.000 bis 3.000 kleine Details, die alle passen müssen. Wenn es so einfach wäre, würde es keinen Spaß bringen. Denn eigentlich ist es ein Riesenpuzzle, all das zusammenzukriegen. Es sind fast 3.000 Teile, es sind verschieden große Flugzeuge, die müssen überall durchpassen. Kein Auto darf irgendwo hängen bleiben, auch die langen Tanker nicht. Aber auf der anderen Seite soll es nicht überladen aussehen, aber auch nicht leer. Und egal, ob das Flugzeug da ist oder nicht, es soll immer passend aussehen. Und das ist nicht so einfach. Es hat fast 2 Jahre gedauert, all diese kleinen Teilchen, die jetzt hier auf die Anlage kommen, zu bauen. Jens hat einen erheblichen Anteil an dieser Arbeit und vor allen Dingen kennt er sich vorzüglich mit der ganzen Flughafenmaterie aus. Deswegen ist er natürlich auch maßgeblich derjenige, der das setzt, mit Sönke zusammen. Wir müssen aber auch unter der Anlage Leute haben, die nämlich aufpassen, weil von oben Löcher gebohrt werden müssen, weil ein großer Teil der Sachen auch beleuchtet ist. Und in dem Moment, wo wir ein Loch bohren, soll es uns nicht so oft passieren wie gestern, dass wir ein Buskabel durchtrennen. Deswegen können wir auch noch nicht fliegen. Ich hoffe, dass wir das bis zum Nachmittag gelöst haben. Und deswegen sind wir also immer zu dritt, zu viert, manchmal zu 5 dabei und hoffen damit in 2 Wochen durch zu sein. Es ist wirklich sehr filigran, weil eigentlich heißt es nur hinsetzen, festkleben, aber es muss natürlich auch eine logische Reihenfolge haben. Unterschiedliche Flugzeugtypen haben auch ihre Gepäcktür an unterschiedlichen Stellen oder aber die Passagiertreppe muss ein bisschen woanders hin. Das heißt, es muss ja irgendwo, der Kompromiss muss auch optisch zum Flugzeug passen. Nicht nur das, was ich neulich erzählte, dass es gut aussehen soll, wenn das Flugzeug da rein und raus fährt, sondern wenn das Flugzeug da steht, ist es ja wirklich ganz schnell auch Schwachsinn, was da aufgebaut wurde, wenn es nicht zu dem Flugzeugtyp passt. Wir können dementsprechend auch sagen, wenn wir eine bestimmte Position so eingerichtet haben, wie sie uns gefällt, aber der und der Flugzeugtyp, der passt jetzt einfach nicht, dann nehmen wir es in der Software raus, dass eine Convair oder so diese Position einfach nicht anfährt. Und so schätze ich mal, dass wir am Ende wirklich einen guten Kompromiss haben. Aber was toll ist, diese Arbeit macht einfach Spaß, weil man jeden Tag was Neues zu sehen bekommt und sich freut daran, dass das Ganze langsam fertig wird. Was uns wirklich viel Zeit und Mühe gekostet hat, oder besser gesagt Christian, war unser Wunsch, dass die Einhausung der Tarnung rund ist. Eckig kann jeder, hast du mal gesagt, aber was du hier abgeliefert hast, ist ein Meisterwerk. Also diese ganzen Rundungen und der nächste Wunsch, es soll auch jederzeit demontierbar sein, also abnehmbar, damit wir da ran können. Ich gucke es gerne an, weil ich bin kein Tischler und bewundere wirklich diese Arbeit, dass die überall perfekt abgerundet ist und eine tolle Konstruktion ist. Kommen wir von der Holzkonstruktion zur Tarnung, aber bevor wir das tun, Christian möchte einmal seine Mama grüßen. Denn wenn wir die Holzkonstruktion schon bauen und so weit sind, ist das ein sehr gutes Zeichen für die technische Komponente der Tarnung. Sie ist nämlich wirklich endgültig fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die letzte Entscheidung, was kommt denn in das Fenster rein. Ich habe schon mal erzählt, wir haben mit Papier und auch Stoff getestet. Wir haben tatsächlich letzte Woche mal einen Test gemacht mit nur einem einzigen Stofftuch. Das sah gar nicht schlecht aus. Für welche Variante wir uns am Ende entscheiden, haben wir ja noch 2 Monate Zeit. Hallo Judith. Hi. Hier bin ich in der letzten Zeit eigentlich viel zu selten. Was ihr hier macht und was ihr in den letzten 2 Jahren alles gemacht habt, ist nämlich der absolute Hammer. Ich bin immer mit der Technik beschäftigt, nachts am Programmieren und schaffe es viel zu selten hierher. Denn jedes Mal, wenn ich hierher komme, bin ich so fasziniert. Was in dieser Kiste allein ist, ich weiß gar nicht, ob da 1000 Stunden oder mehr Arbeit drin stecken. Denn so ein Terminal, das kann man nicht kaufen. Da muss man alles selbst bauen. Und was ihr hier wirklich in den letzten Jahren gemacht habt, ist der Hammer. Und es ist von mir wirklich viel zu wenig gewürdigt worden. Nicht nur in Gerrits Tagebuch, sondern auch im Alltag. Weil, wie gesagt, ich programmiere den ganzen Tag, teste den ganzen Tag und komme viel zu selten vorbei. Deswegen an dieser Stelle, herzlichen Dank nochmal. Das ist der Wahnsinn. Und hier sieht man auch wirklich schon die ersten ganz fertigen Teile. Hier das Gepäckband für Terminal 2 und das ist sozusagen auch eine gute Überleitung zum Allgemeinthema Terminals. Was hier so unscheinbar aussieht, ist für uns ein Riesenschritt. Denn Sven ist fertig, alle Teile des Terminals herzustellen und sie müssen sozusagen nur noch zusammengeklebt werden. Dauert ungefähr 1 bis 2 Monate, weil jeder Bereich hier muss ausgeschmückt werden und vor allen Dingen auch beleuchtet werden. Aber es ist für mich auch einer der interessantesten Bereiche, optisch gesehen zumindest in den nächsten Wochen, dieses Terminal, hier noch ganz unscheinbar, später 3 große, wachsen zu sehen und vor allen Dingen am Ende oben in der Anlage zu sehen.
Und bis dahin verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Bedanke mich mal wieder ganz herzlich für die tollen Zuschauerzahlen, die uns da bei YouTube mittlerweile beschert werden und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.